Hallo zusammen. In diesem Video spreche ich darüber, was wir in den letzten Jahren bei Transformationen beobachtet haben, um zu verstehen, wie sich die systemischen Fallen vermeiden lassen und Veränderungsprojekte in Gang kommen. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, warum über 70% aller Transformationsinitiativen in Organisationen scheitern. Und ich habe erklärt, was die systemische Falle ist. Schauen wir uns näher an, was da genau passiert. Immer wenn eine neue Strategie mit Veränderungen gestartet wird, muss man sich bewusst sein, dass das bei den beteiligten Menschen etwas auslöst. Wir verwenden dafür eine Skala, die das in sogenannte emotionalen Zonen beschreibt. Die Komfortzone, da ist Business as usual. Alles läuft, keine Belastung, Routinen werden abgearbeitet, vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Danach kommt die produktive Lastzone. Man kommt zum Beispiel abends heim und ist zufrieden, dass man was geschafft hat, dass Probleme gelöst wurden. Es war vielleicht ein wenig herausfordernd, aber alles gut und man ist vorangekommen. Dann kommt die Stretch Zone. Zum Beispiel, wenn man Neues zum ersten Mal macht. Man startet mit Unbehagen, aber es bleibt beherrschbar. Man entwickelt sich weiter. Muss man nicht ständig haben, aber ab und zu ist das okay und das sorgt für Entwicklung. Danach kommt die Panikzone. Das ist die Zone, in der die Ängste und Sorgen überhand nehmen und anfangen, uns zu blockieren. Da will keiner bleiben. Und deswegen kommt darüber nochmal die Abwehrzone. Hier beginnt man mit Vermeidungsstrategien, um mit den Ängsten klarzukommen oder sie loszuwerden. Die allermeisten landen beim Start einer Transformationsinitiative oder eines neuen Prozesses erstmal in dieser Panikzone. Das ist ganz normal. Schlimm ist nur, wenn man das laufen lässt und die verantwortlichen Führungskräfte und Projektleiter das nicht wahrnehmen. In der Abwehrzone kommt eine Kette in Gang. Erst werden die neuen Dinge umgangen, dann werden vielleicht Schattenlösungen gepflegt, das berühmte Excel, dann gibt es Vermeidungsstrategien bis hin zum Missbrauch der neuen Systeme oder gar Ablehnung oder hin zur Sabotage, haben wir alles schon gesehen. Der Umsetzungsdruck steigt, die Abwehr auch und die systemische Falle wirkt voll. Wenn dann Konsequenzen ausbleiben, in der sogenannten Konsequenzlücke, dann rutscht die kritische Masse der beteiligten Menschen zurück in die Komfortzone. Es passiert ja nichts. Projekte scheitern, Kapitulation ist oftmals dann schon nach 1 bis 2 Jahren die Regel. Der nächste Schweinezyklus mit neuen Systemen beginnt. Wir müssen uns bewusst sein, dass Menschen nur dann freiwillig und aktiv Leistung bringen und auch Veränderungen annehmen und unterstützen, wenn sie sich im sogenannten Umsetzungsband befinden, also in dieser Zone im Bereich der produktiven Last und der Stretch-Zone. Wenn diese Mechanismen erkannt werden und das Leadership hier den Fokus legt, und die Führungskräfte Fähigkeiten und Werkzeuge erhalten, sich selbst und die beteiligten Menschen ins Umsetzungsband zu holen und da zu halten, fangen die Projekte an zu laufen. Wenn Strategie mit Kultur verbunden wird und die Führungskräfte befähigt sind, dann entsteht, wir nennen das Readiness für die Transformation. Problematisch ist der Zeitverlust. Der kostet meist sehr viel mehr als die Initiativen selbst. Und Menschen, die nicht im Umsetzungsband sind, verlassen das Unternehmen sehr viel schneller, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Können Sie sich das leisten? Der ideale Ablauf ist so. Zu Beginn der Initiative wird sichergestellt, dass die verantwortlichen Führungskräfte und Projektleitenden die Mechanismen kennen und befähigt sind, sich selbst und andere im Umsetzungsband zu halten. Oszillationen sind deshalb wichtig, weil niemand auf Dauer im Stretch sein kann. Jeder braucht Phasen, um zum Beispiel Routinen zu erlernen. Sonst kommt schnell Überforderung ins Spiel und man spricht von Überhitzung der Organisation. Wie halte ich nun diese Menschen im Umsetzungsband und stelle so sicher, dass die Transformation gelingt? Dafür haben wir im Laufe der Jahre eine Methodik entwickelt, die sicherstellt, dass Transformationen in der Umsetzung bleiben und erfolgreich ablaufen. Im nächsten Video zeige ich, was wir da herausgefunden haben. Vielen Dank.